Jo, hier gemeint. So, ein Stück bei der OuterWorlds. Den haben wir beklaut, ne? Ja, ich weiß es wieder. Kommen wir da rein? Ne, das war versiegelt. Stimmt, da mussten wir hin. Wir wollen uns hier erstmal noch umschauen. Halt die Fresse. Ah ja, was ist das hier? FBI, open up. Hey, take it easy with that thing. Schnauze. Hast du ein Problem? Hä? Ich knall dich ab. So. Ich hab hier ein Psycho. Darf ich es mitnehmen? Das ist Diebstahl. Okay. Lady? Appointment. Achso, das war die. Nee, ich geh mal. Alles kein Thema. Gibt es Stress? What was that? What do you think? All right, but I got my eye on you. Sure. Einschüchtern. Wir müssen ja Geld sparen. So ist es nicht. Aha. Ja, gut. Ah. Gut, wir können. Weiter geht's. Bin vom Weg Wirtschaftskontrolldienst. Well now, this is unexpected. Ah! Hallo Cedric. I'm torn. I despise rudeness toward Eileen, who is entirely invaluable to Slug, and yet I do enjoy this bold, dare I say brash, approach you're taking. Now then, here for my alibi, I assume? Später. Erst einmal möchte ich eine Erklärung für diesen Unsinn da draußen. Another murder? Drunk Raptidons? Black Hole Birdie practicing his hacking in the middle of the street? Stop me if it's one of those, or I'll just keep guessing. Ich hätte eine unangenehme Begegnung mit ein paar Slug-Agenten. Sounds as though you've already sorted it out yourself. Wir sind ein paar Schläger an Slug-Ausrüstung gelangt. Slug uniforms do seem to go missing from the hotel laundry with impressive regularity. Easy enough for someone to nick a few. Now ask yourself this. Why would anyone give thugs slug gear and send them after you? Wer immer dahinter steckt, möchte mich gegen Slug aufbringen. Oder draußen möchte deinen guten Namen in den Dreck ziehen. Well, to smear my name, anyway. But I can't fathom who would benefit from tarnishing my reputation like that. Can you? Ludovico sicher mehr als jeder andere gemessen an eurer Arbeitsbeziehung. Mein Gott, könnte es womöglich der Administrator sein? Wie blöd hältst du mich? Wenn du eine Theorie hast, dann raus damit. Ich stelle hier die Fragen und ich habe nicht nach dem Verdächtigen gefragt. I'm sorry. I didn't mean to insult your intelligence. I'm used to working with Lou, you see? I hope you won't hold it against me. So, as you've deduced, I did not send anyone from Slug after you, nor is it likely they assigned themselves that task. Still, I am sorry for the trouble, Inspector. With that settled, I assume you'll want to know where I was the night of Helen's murder. Auch das kann mir später noch erinnern. Let's see. That night, I was... torturing Elliot Nasser for information on missing cargo. That was a messy one. Didn't break until nearly noon the next day. Can you imagine? Wo finde ich diesen Elliot Nasser, um das zu beschädigen? Wenn du gebrochen sagst. Das ist ein Alibi? Im Ernst? His spine, specifically. If you'd like to know the exact vertebrae, I'm afraid I don't know. I can tell you he's quite dead. Not that it matters much. You'd be a fool to believe me, regardless of what I told you. People lie, and I am, incriminatingly, people. Wie soll ich dir denn irgendwas glauben, was du sagst? Alibi ist also, dass du damit beschäftigt warst, jemanden anderes zu töten. Wow, du bist ein richtiges Arschloch, weißt du? Komm schon, Cedric. Ich versuche, dich vom Mordverdacht freizusprechen. Which, as I said,
you should not trust. If it helps, however, you might consider pursuing not my means, but my motive. Why in the name of the architect would I kill Halcyon Helen? She was making me a fortune. Macht der Kader draus irgendeinen Scheiß, Jimmy? Ah, ich glaub's, naja. Als Herrns Tod insgesamt ein Verlust für Slag. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber du solltest deine Motive haben, dann werde ich es finden. Ich wette, Eintrittskarten zu ihrer Beerdigung wird sie verkaufen wie heiße Wollkuhlburger. Why, Inspector, that's terrible. Besides, given how long she was likely to live and continue working, the math doesn't work out. I'd offer to assist you in your work, but I've a mystery of my own to solve, I'm afraid. Irgendetwas, in dem ich annehmen sollte. Ich schließe daraus, dass der Typ, den du gefordert hast, nicht der Schuldige im Fall der verschuldeten Fracht war. Oh, Elliot stole from me, all right. Alas, you're right in that his was a singular isolated incident, and as such, does not resolve a concerning broader trend. Items are disappearing from Slug's storage and processing warehouse. The thefts began a week before Helen's unfortunate death, and there have been more instances since. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and cargo going missing. This is the latter. Mhm. Wie steht es mit Herrns Mord und Verbindung? Was genau ist denn verschwunden? Nothing unsavory, and nothing Ludovico shouldn't know about, if that's your concern. I'm quite serious when I say Slug is a legitimate business. As to the specifics, I'm not sure. The warehouse foreman should be able to tell you. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and Ja, hat man schon. Das alles scheint nichts Besonderes mit miteinander zu tun haben. Deine Unfähigkeit, deine eigene Fracht zu sichern, ist nicht mein Problem. Hier. Really? That the thefts began mere days before Helen's untimely demise is an extraordinary coincidence. I'm not a man who believes in happenstance, Inspector. I do not trust it. Mhm. Ich schätze, ich kann nicht ausschließen, dass der Diebstahl nicht mit dem Mord zusammenhängt. Na, wirklich? Hier. Has it? I wonder. How much of your luck has been luck, and how much are you downplaying as chance? Regardless, this will be fun. You out in the field, chasing down leads, me scheming in my office, preparing to unspeakably mangle the perpetrator. Ich sag das nur einmal, wer auch immer dafür verantwortlich war, kommt das Gefängnis nicht zu dir. Ich habe das Gefühl, es wäre unklug, einen brutalen Verbrecherkönig Nein zu sagen. Bitte verüble deine blutige Rache nun nicht von mir. Wenn hier jemand blutige Rache verübt, dann bin ich das. Hier. You do recall, Inspector, that I'm not to be trusted? But certainly, whatever you say. You'll want to speak with Ella Tinsley, the warehouse foreman. I've cleared her as a suspect myself, but should she refuse to cooperate, shoot her. No, I'm joking. If she won't cooperate, tell me and I will shoot her. And do feel free to search my office for clues while you're here. Don't hold back on my account. Was there something else you wanted to discuss? Weiß ich nicht. The original incident? I made him an offer he should have refused. Und jetzt bereut er es, mit dir Geschäft gemacht zu haben. Oh nein. Das setzt voraus, dass er die Wahl hatte, es abzulehnen. Hast du ein abgetrenntes Raptitonkopf in sein Bett gelegt? Intimidation has its role in diplomacy. Still, his choice to work with Sublight was indeed a choice. Our combative relationship stems from paperwork, mundanely enough. Rizzo's contracted Sublight to construct the Eridanos atmospheric complex. Had Lou wanted Rizzo's to retain full control of Eridanos, he shouldn't have skimmed the revised contract I sent him. Lou's an administrator, for law's sake. I thought he would adore all the fine print I added. Das kann es also doch nicht gewesen sein, oder? Das ist ja wie kleingedruckt war dieses Kleingedruckte. Das ist schrecklich, aber es ist auch sehr wichtig. Still technically visible to the human eye, but only just.
You're quite good at this. It was all perfectly legal, too, which irked Lou to no end. My power grab, as Lou called it, planted the seed of hatred. And Lou, obsessed with what should have been, has made sure to water it daily with his bitterness and anger. Ein Groll zu hegen ist eine ungesunde Sache, da solltest du dich mit ihm versöhnen. Du hast gestohlen, was rechtmäßig ihm gehört. Ich bin sicher, die ganze Spitzen, die ihr auch gegenseitig in den Kopf werft, helfen da weiter. Er ist ein Narr, wenn er sich die Kontrolle bis jetzt noch nicht zurückgeholt hat. Na gut, ich habe noch eine andere Frage an dich. Oh, I'm not an innocent party here. Please don't think I'm claiming to be. Provoking Lou may be fun, but I do have my reasons. Slug's control of Eridanos is a crucial step in my long-term plans for Sublight. The board needs to see irrefutable proof we are a respectable, legitimate business. Warum kümmert es dich so sehr, was der Vorstand denkt? Ist das Teil, wo du anfängst, manisch zu lachen und schnell böse den großen Plan zu enthüllen? Viel Glück damit. Der Vorstand wird Sublight niemals ernst nehmen. Because one day soon, Sublight will obtain a seat on it. Meanwhile, our dear administrator is still laser-focused on old slights, which can be a nuisance. He's grown increasingly desperate to catch Slug with our hand in the proverbial cookie jar as of late, convinced we're involved in less than legal business opportunities. Was alles wohl der Fall ist. Ich hoffe nur, Mord zählt nicht zu diesen Gelegenheiten. Aber du hast vorhin erst zugegeben, dass du einen Mann für Informationen gefoltert hast. Sollte lieber darauf achten, worauf er sich einlässt. Not in front of witnesses, I didn't. Ah. Very well. A few. Helen was strangely curious about the private business operations around Eridanos. She said it was role research. But how much business know-how does one actor truly need for an action picture? I also arranged to have Helen supplied with mag picks, bypass shunts, and other hacking tools. She wanted to buy in bulk. Hast du ihr geholfen und das kommt dir verdächtig vor? That she bought in bulk? Not particularly. It takes time to learn to use tools like that deftly. I wonder, did she run out of time in the end? Gute Frage. Wenn du sie getötet hast, wer hätte sie sonst tot sein wollen? That is the question, isn't it, Inspector? Tell me, do you really believe Helen's death was a mere crime of passion? Or one of petty career jealousy? Verbringen aus Leidenschaft oder karrierebedingten Neid gewesen. Damit möchte ich noch nichts ausschließen. Du tust das offensichtlich nicht. Ich bin nicht hier, um dumme Spielchen zu spielen. A smart approach, Inspector. And yet, this murder is bigger than Miss Helen's personal life. Bigger than her latest moving picture. Indeed. I suspect Helen arrived on Eridanos with grander plans than promoting Spectrum Brown. I knew I was right about you being clever, Inspector. I'm glad. Because whoever did kill Helen is not going to come forward so easily. Was mehr als mir verraten möchtest. I might. I just might. Your point, Inspector? Der unter Mordverdacht steht, dass du nicht so ungeschoren davon kommst, wie du vielleicht denkst. Yes, I suppose you have. Be very careful, Inspector. I'd very much like to see you still around for the grand finale, whenever it comes, whatever shape it takes. Könnte auch sein, dass er den Mörder kennt, aber sogar er vor dem Angst hat und deswegen die Fresse hält. One moment, if you please, Inspector. I've answered your questions. I believe it's my turn to ask you a question now. What, or who, made you decide to investigate me?
Du bist eine der zentralen Mächte hier auf Eredano. Es gibt Sinn, dich zu überprüfen. Ja. Understandable. A man of my standing would naturally be tied up in all this, whether he wishes to be or not. Now then, did you need anything else? Nein. Das wär's erstmal. Okay. Mit Lampe? Nimm ich mit. Wollte ich immer mal haben. Ach ja. Mann, was für eine Geblubber wird da. Aber das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Mir werde sehr, sehr viel zuhören müssen. Ob wir wollen oder nicht. Das merkt er eh nicht, oder? Nö. Die Knarre mal mit. Die Zeitschrift auch? Achso. Timeline discrepancy detected nearby. A cursory fingerprint analysis shows this display case was recently opened or closed. Spezielle Fingerabdrücke ausführlich analysieren. The fingerprints belong to Cedric Kincannon. Ah ja. Confirmed. The grip has been modified for a specific wielder, most likely the rifle's owner. Additionally, the plasma rifle sights appear to have been realigned to better accommodate a shooter with slight myopia in one eye. Oh, admiring my rifle. Had it custom fitted by a woman on Monarch. Auch etwas, wo sind Fingerabdrücke drauf sind. Schatzi! Inspector. To do. Das würde ich jetzt gerade gerne machen. Timeline discrepancy detected nearby. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard copy. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. Gottschalk Betragungsoffizier, der Empfänger muss sich irgendwo daneben befinden. You figured that out just by looking at it? Huh. We ought to talk shop one of these days. Inspector, please consider speaking into the device in order to trace the transmission and reveal the receiver's location. In die Weise sprechen wir auch immer zuhört. Ich komme und kriege dich. Du musst gerade reden, das meinst du stärker. Mach's doch. Poor woolly cow impression transmitted. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not be pinpointed, it has been narrowed down to a smaller, approximate range. Analysis inconclusive. However, there is a minor accumulation of dust particles present on the book's uppermost surface. The area within a 0.5 meter radius of the book possesses a dust coating comprised of at least twice the number of particles. Es ist also nicht besonders staubig, muss vor allzu langer Zeit platziert worden sein. Ich rate mal wild, die Wanze wurde ungefähr eine Woche vorher ins Dort platziert. That is highly likely, Inspector. What's that you found? No, wait. Don't tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. Inspector. To what?
Haben Sie ja Abschlüsse? Das Büro entdeckt. Der Diskrepanzsuche könnte den Stand des Empfängers des Gates nicht exakt identifizieren, aber könnte den Bereich eingrenzen. So. Ich komme und werde dich ficken. Hey, I saw your ship. The unreliable. Ah, die Fresse. Somehow, I don't think the freelancers and sublight agents are staying at the Grand Colonial. Timeline discrepancy detected nearby. Transmission endpoint discovered. The receiver in this book matches the transmitter to the listening device found in Cedric's office. It's somewhat grime-covered. Irgendwelche Hinweise, wen er platziert hat. Geht, wie lange der schon auf Boden? Due to the high level of foot traffic in this area, this unit is unable to determine who placed the device. Based on the accumulated mix of sludge and detritus, the receiver has been present since approximately a week before Helen's death. Frage Alan Trinsley, die fehlende Fracht. Piep, piep, piep. Der Schwirtlock. Komm gleich zu dir. Piep, piep, piep. So, mein kleiner Baby Beep. Weil das sieht ja manchmal auf Range, was ganz praktisch ist. So. Laufen wir uns mal kurz durch. Alter, was? Was? Aufschlag? Nö, sehe ich gar nicht ein. Da bin ich noch ganz diese Sachen. Tüfteln. 17.000 Euro. Wir gucken mal. Wobei ich die im Grunde eher alle auslöschen würde, aber naja. Können wir ja später immer noch tun. Incoming! Ach so! Ja, lad halt. Gut, dann halt nett. Ritt haben wir schon alles. Ja. Gut, dann gehen wir da rein. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Ach, gehen wir mal rein. Meiner schon in der Nähe, kann man es doch gleich machen, ne? Hi there. Sorry, this area is off limits to port vision. Oh, wait half a second. You're the inspector. Komm, schau mal drauf, Sherlock. Sorry about that. I'll buzz you right in. Feel free to have a look around, ma'am.
So, Heilzeugs. Watt verkaufen, Heilzeugs. Das brauchen wir noch, das ist okay. Können weg. Weg. Achso, Wodka Blackjack müssen wir auch, das ist für Ticker. Nee, passt. Hey, you think they keep any spare parts down here? Just wondering. I'll keep it down. Ah, guck mal. Hat die was? Schön, wenn wir Verfahrungspunkte kriegen würden, wenigstens. Lalala. Da ist nichts drin. Trainer-Time. Beep, beep, beep. Is Fight Night still on then? Timeline discrepancy detected nearby. 500 riding on Dr. Billy taking it off. The biology of this sprat is highly unusual. This sprat has been in contact with multiple parasites, yet shows no symptoms of infection. Ich verstehe es nicht, wer der Sprat die Infektion überlebt. Medizin. Sprats haben ein hochadaptives Immunsystem. An excellent point, Inspector. The unique immunological subsystem found in sprats is advantageous in fending off parasites, pathogens, and other biological threats. Wieso ist der Sprat so riesig? A cursory analysis of this organism's anatomy suggests it was bred deliberately for its unusually large size. Es würde jemand einen ungewöhnlichen großen Sprat wollen. Based on slug records of board-issued punitive sanctions against sublight salvage and shipping, this sprat is most likely intended for cage fighting. UGS. Ihr habt nichts gesehen, ne? Slugarbeiter. You're being absurd. Sprats can't earn doctorates. Tell that to the good doctor. He does what he wants. That's multiple years of study. Do sprats even live that long? No idea. All I know is he's going for a second doctorate in netting me an obscene amount of Ich money. würde halt gerne wissen, wie wir beim Dings in die Bude reinkommen. Hey there, little buddy. Bei Cedric. Wäre eine ausgezeichnete Frage, ich überlege auch gerade. Ach, da drüben ist es. Gibt Stress, wenn ich das so reingehe. Wir uns eigentlich im Grunde nur durchballern könnten. Okay, hier ist nix. Speicher mal kurz. Kupfermedaille, das Prinzessin von Hephaistos. Es ist Medaille, der dein kleines Bruder einer
jungen, verwegenen aussehenden Frau. Auf der Innenseite des Türchens befindet sich folgende Inschrift. Selbst wenn wir den Rest unseres Lebens im Exil verbringen müssen, wirst du für mich immer eine Hoheit sein. Sara Yuko. Naja. 150 Dollar. Eingang. So, Stifte, Limonade. Ich werde nie kapieren, wie du die Energie hernimmst, dich um solche Mist zu kümmern, Tinsley. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So ziemlich der Einzige, die mit Fracht zu tun haben, sind die Robotereinheiten. Du kannst dir gerne ansehen, aber sogar ich habe bessere Ideen zu tun, als dir dabei zu helfen, Gerechtigkeit wegen eines verdammten Stiftediebs zu suchen. Benden. Zurück zu eingehende Nachrichten von Bichan betreffend im Ernst. Ella war auch immer sich in die Frachthafen geschlichen und an den Laden der Robotereinheiten herumgepusht hat. Richte ihm aus, er soll zur Hölle fahren, okay? Diese Dinger gehen eh schon oft genug kaputt. Ich werde den Teufel tun und die Ladung selbst herumschleppen. Stammverzeichnis, Ausgang. Frage, allerdings sind zu viel in Fracht. Schiff. Hä? Achso, das da, aber in diesem Fall muss es ein Problem mit Robotereinheiten geben. Ich schaue vorbei, wenn ich kann und sehe nach, was nicht richtig tickt, abgesehen von dir. Haha. Ups. Nein, hör doch auf. Hat ihr uns noch anderes dabei? Ich frage ja nur. Mal gucken, ob wir was brauchen. Krieg ich ja eh nicht mit. Wieso? Hallo? You're the inspector, aren't you? Boss Kincannon said you'd be by about the cargo that's been going missing. Gosh, this is so neat. A real-life inspector. What's that like? Have you solved any mysteries yet? Ever had to shoot a suspect? Wieso konzentrieren wir uns nicht auf die Frachtdiebstähle zu stoppen? Was hast du noch nie jemanden erschossen? Ich habe schon ein paar Täter ausgeschaltet. Ja, das ist ein Fall abschließen. Das ist der beste Teil meines Jobs. Right, of course. Just tell me how I can help. Was hat er gestohlen? Ich weiß, That's the weird part. There's no pattern, far as I can tell. The thefts don't make sense. I ask you, who would steal a handful of Spacer's Choice Sabers, so dull they can barely cut mud, but leave the spectrum black? Ugh. Who'd be desperate enough to want to steal a Spacer's Choice Saber, full stop? Sein Säbel, das ist so klar. Klingt so, als würde unsere Täter geschundene Ware nicht verkaufen. Der Vorstand als kriminell ist seltsam und unbegründlich. Nebelloser Abschaum, der Spectrum Black nicht von einer Bananenklaps unterscheiden kann. Ja. Yeah, probably not. No one's dumb enough to think Spacer's Choice Sabers are worth half a damn. Then there's the most recent theft. 5 boxes of pens and a couple of sodas. I can't decide which one's sadder. Ich verstehe, dass du damit meinst, dass keine Muster zu erkennen ist. Die Antwort lautet beides. Beides ist traurig. Vielleicht mangelt es an Tätern verzweifelten Tinte. Du mangelst es uns zum Täter verzweifelten Tinte. Well, I'm no inspector. If there is one, I'm sure you'll find it. Everyone here at Freight Storage and Processing, for a start. Thing is, the cargo is going missing before the shipments even get to the warehouse. Best I can figure, it's probably getting lost in the shipping yard. As for who has access there, Benton Chan, he's the shipping yard manager, he told me it's mainly just the loading automechs that handle cargo. Welches ein Problem mit den Robotereinheiten? Could be. Those things'll break if you so much as look at them funny.
That's Benton's area, but don't bother asking him for help. Last time I asked him to check the automechs, the whole head told me he couldn't help because he was dead. Yeah. Brain dead, maybe. But no. My point is that if you think the automechs are a lead, you'll have to check on them yourself. Hopefully, you're mechanically inclined. Ja, komm schon, irgendeine Idee, wieso jemand Cedrics Büro verwanzen wollen würde. Maybe they're keen on cashing out and want to go as painfully as possible. I don't know. Boss Kincannon's office is where he holds most of his meetings with important folks like Miss Helen. Just about all negotiations happen in his office too. Vendor pricing, major purchase orders, rentals for construction projects, you name it. Good. Oh, before I forget, I figured you might want to access my terminal, so I had a spare keycard made. It's all yours. Ist dort irgendwas von dem ich wissen sollte? Oh no, I forgot to delete all of those incriminating messages I sent about which cargo to steal. Nah, I do have a list of cargo that's gone missing though, if that helps any. Warte mal, alles, ne? Oh Mann, okay, gut. Wir sind gonna werden. Danke fürs Zuschauen mit dabei sein. Danke, die haben wir nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei TheOuterWorlds. Tschüss.